Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Wir schauen eine Nachricht, Auswahlorakel für uns. Ihr habt hier den kleinen liegenden Engel und der streckt die Beine in die Höhe. Wir schauen, was wir hier mitgeteilt kriegen. Das Auslegen dauert ein bisschen, ihr wisst es. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht, dass es alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Ups. Du bist bereit, hat mich so angesprungen jetzt, ne? Dass wir die einfach mal in die Mitte nehmen. Also wir sind bereit und wir gucken dann für was. Okay, ihr Lieben, wir nehmen noch einen Engel und dann würde ich sagen, drehen wir das Ganze um. Ich würde rechts nehmen und wir gucken. Oh. Phönix aus der Asche, den hatten wir vor kurzem schon mal. Die Selbstannahme mit der sternenklare Nacht, ich sage gleich mehr dazu. Die Weide und die emotionale Heilung, das passt eigentlich sehr, sehr gut zusammen, denn die Weide, die biegt sich, ne? Die bricht nicht, die Zweige sind flexibel. Ja, und hier ist wirklich so ein Punkt, wo man emotionale Genesung empfängt, wo man dann auch das Herz wieder öffnen kann, wo man emotionale Schmerzen verabschiedet, ohne dass man dabei bricht, sondern irgendwie in Leichtigkeit. Meditation bringt Antworten und der Engel der Akzeptanz. Ja, was soll ich sagen, was macht der Phönix, ne? Er reinigt sich und lässt sein altes Ego zurück. Ein alter Zyklus geht zu Ende oder ist abgeschlossen. Man hat sich von Fesseln getrennt oder von Umständen befreit, die eingeschränkt auch haben. Ja, man hat transformiert, man kann sich frei und verjüngt und unbeschwert fühlen. Hier kommt halt auch die Aussage, dass alles seine Zeit hat, wir können das nicht ändern. Und der Phönix kommt, wenn wir so Wendepunkte haben oder wenn sich etwas einem Ende nähert. Alles, was jetzt nicht mehr dazugehört, fällt einfach weg und macht frei und kann verwandelt werden. Und der Phönix kündigt hier natürlich auch große Hilfe an. Man ist gesegnet, man kann mit seinen Kräften gut umgehen. Man kriegt magisches, altüberliefertes Wissen. Er heilt alle Wunden mit seinen Tränen und man hat so eine Energie, die neu erweckend ist oder ja, die sich einfach gut anfühlt. Hier gilt es eben nach vorne zu schauen, den nächsten Schritt zu gucken, auch nicht den riesen Berg zu sehen, sondern was ist jetzt zu tun, wieder das Leben neu kennenlernen und ja, es geht darum, vitaler und leichter auf den Weg zu kommen.
Mit dem Engel der Akzeptanz müssen wir vielleicht auch akzeptieren, dass etwas zu Ende geht und dass man die Gegenwart halt eben auch so lebt, dass man nicht in der Vergangenheit hängt oder schon zu weit nach vorne guckt. Es geht sehr um eine Wegbiegung, die ein ganz anderes Lebensgefühl mitbringt. Und hier geht es darum zu lernen, dass es manche Dinge gibt, die man nicht ändern kann. Also gerade bei alles hat seine Zeit. Da gibt es Anfang, da gibt es Ende, da sind wir machtlos. Ne? Das müssen wir so akzeptieren. Und je besser wir das machen, desto besser geht es uns auch damit. Hier geht es auch darum, dass man sich selbst und seine Einzigartigkeiten dazu benutzt, den Platz zu finden, der uns hier bereitsteht. Dass man sich selber mit all seinen Schwächen und Fehlern wertschätzt, dass man nirgendwo die Fülle verneint. Und die innere Größe möchte hier durchbrechen. Die Kostbarkeit jedes Augenblicks im Leben, auch wenn es manchmal den Anschein hat, dass es gerade nicht so gut läuft. Und hier darf man das Leben bejahen und zu sich selber stehen und ja, seinen Platz finden. Gucken wir die andere Seite an. Dazu sind wir bereit. Ne? Wow, ihr habt die Kuh. Ihr verdaut etwas. Die Kuh und das Wunder. Hätte ich bloß die andere Seite genommen. Ihr verdaut etwas. Ihr steht da und grast auf einer Wiese. Die Karte spricht von Fülle und Segen. Und hier mit dem Regenbogenwasserfall habt ihr gleich noch das Wunder mit dabei. Also ihr seid bereit, euch vom Leben überraschen zu lassen, Wunder anzuziehen. Möglicherweise ist es hier emotional, aber die Kuh hat oft auch materielle Aspekte mit drin. Ihr habt die Eberesche. Hier fließt sehr viel Kreativität. Ihr dürft eure Sinne öffnen. Und hier geht es ein bisschen darum, dass ihr euch überlegt, was ihr mit dieser Fülle oder diesen Wundern dann auch macht. Denn hier geht es darum, ehrlich zu sich zu sein, Ziele zu haben und vielleicht ja auch zu überlegen, wo dir das eigene Denken von, die Dinge sind vielleicht unwahrscheinlich, das kann doch alles gar nicht sein, im Weg stehen. Hier ist so ein Abwägen zwischen, das glaube ich nicht, daran glaube ich nicht und ich halte die Dinge für unwahrscheinlich und doch sind sie hier zu greifen. Ne? Ihr habt den Engel der Gesundheit. Es geht um innere Stärke und Achtsamkeit für sich, seinen Körper, das seelische Gleichgewicht und die Vitalität. Und hier Gleichgewicht scheint ja wichtig zu sein. Hier ist ein Pendant. Einerseits bist du Empfänger von wundersamer Energie. Andererseits glaubst du nicht wirklich dran. Und so tickt es irgendwie nicht in einem gesunden Rhythmus. Und es geht ein bisschen auch um Resilienz und es geht um Entspanntheit und nicht so sehr um das mit dem Kopf dagegen gehen. Was möchtest du? Ne? Ist halt hier die gute Frage. Hier steht ja alles, du bist auch bereit zur Verfügung. Inwieweit möchtest du das annehmen oder kannst du das auch annehmen, was hier auf dich wartet? Ich meine, das war gestern auch so ein bisschen Teil einer Legung, dieses, wie schuldig fühle ich mich, wenn ich etwas empfange, ne? Die Übung dahinter. Die Kuh steht hier wirklich für die Glücksgöttin Fortuna. Hier kündigen sich große Möglichkeiten oder sogar eine Segensflut wundervoller Art an, ein großer Durchbruch irgendwo. Man wird gespeist und genährt, man hat Zeit, sich auszuruhen. Die Dinge zu verdauen, die eben aus dem Takt geraten sind. Geben und nehmen, in eine Balance bringen.
Und hier wird noch empfohlen, laut einer buddhistischen Regel zu handeln, Geldsegen wie folgt aufzuteilen. 1/3 zurücklegen, 1/3 spenden und 1/3 genießen. Das vergessen wir ja auch allzu gerne. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.